Zwei Freunde, ein fast 40 Jahre altes Auto und eine Reise ins Unbekannte. Mit nur 50 PS und einem unerschütterlichen Geist brechen sie auf in ein Abenteuer voller Herausforderungen. Das Ding ist halt auch für Offroad gemacht, ne? 4500 Kilometer durch atemberaubende Landschaften von Deutschland bis nach Griechenland. 2 Wochen voller Freundschaft, Freiheit und Pannen. Wunderschöner Ausblick, außer im Motor, weil da hat es gerade wir hatten eben gerade ein paar Probleme mit dem Sprit. Ja gut. Ich glaube, das sollte nicht so sein, oder? Fußratgeber präsentiert die Wartburg-Tour. Mit dem Wartburg durch den Balkan. Erster Teil. Da sind wir wieder. Neues Jahr, neue Tour. Das Fahrzeug der Wahl, ein Wartburg 353 Tourist. Als Eisenacher quasi ein Muss. Wir haben das Auto im Winter gekauft und seit einer Woche TÜV. Wir fahren dieses Mal nicht ganz allein. Unsere Reisegruppe schließt sich ein Audi A4 an. Erste Station unserer Reise ist die Geburtsstätte unseres Wartburgs. Nach diesem kurzen Besuch scheint das Heimweh unseres Gefährts jedoch so stark geweckt, dass er Eisenach gar nicht mehr verlassen möchte. Willst du auch Gas geben, oder? Es bringt doch nichts, wenn ich Gas gebe und kein Sprit reinkommt. Naja, nicht mal aus Eisenach raus. Passiert öfter als man denkt. So, also wir sind mittlerweile aus Eisenach raus, nach kleinen Startschwierigkeiten. Hat die nächste Tour begonnen. Sachen haben wir hoffentlich alles, was nötig ist, dabei. Und diesmal vermutlich auch ein bisschen mehr. Ja, mal sehen, was diesmal so passiert. Wir haben keine Ahnung, weil weiter als 10 Kilometer sind wir mit dem Ding noch nicht gefahren am Stück. Und mal sehen, nicht mal. Und ja, jetzt werden wir sehen, wie lange die Kiste durchhält. Das Ziel ist ungefähr klar. Irgendwo im Süden, auf dem Balkan. Mal sehen, was wird. Denkwürdiger Moment, wir aktivieren erstmals unseren Scheibenwischer. Und es ist jetzt schon nervig. Und er ist auch richtig kacke. Aber naja. Ja, also unserem guten Noah ist gerade aufgefallen, dass wenn er auf Volllast fährt, ja, Funken aus dem Auspuff kommen. Wir werden das jetzt mal kurz uns anschauen. Ich hoffe, dass man es jetzt gesehen hat. Ja, ist hoffentlich nur der Auspuff, der frei brennt. Und wenn nicht, naja, ist es auch egal. Ja. Das Wetter ist wie immer grandios. Naja, die Kiste, die werden wir jetzt noch runter tun, weil die einfach, warte, ich zeige das mal von vorne, ein bisschen zu viel Windangriffsfläche bietet. Ja, deswegen werden wir das Zeug da draus einfach ins Auto tun. Geht's los und vielleicht schaffen wir dann auch ein bisschen mehr als 80. Trotz verringertem Luftwiderstand läuft der Wartburg meist nicht mehr als 80. Plötzlich einsetzende Leistung sowie unser enormer Verbrauch verhärten den Verdacht, dass ein Zylinder nur sporadisch mitläuft. Was ist unser Normverbrauch? 17 Liter auf 100 Kilometer. Geht eigentlich. Ja, es gibt halt 2 Modi auf der Autobahn. Entweder 120, gar kein Problem, oder 80, problematisch. Wir können ja nochmal die Tieferlegung zeigen. Sieht man das schön von außen? Ja, du bist ja jetzt nicht drinne. Ich mich wundert, dass du die Straße noch anleuchtest. Also. Ich hab die extra runtergedreht. Wir erreichen Tschechien gegen 1 Uhr morgens und entscheiden uns,
den erstbesten Campingplatz anzusteuern. Obwohl wir erst gegen Abend losgefahren sind, haben wir knapp 300 Kilometer geschafft. Das ist auf jeden Fall ein neuer Rekord für den ersten Tag. Also wir sind gestern um 2:30 hier auf diesem Campingplatz angekommen. Haben unsere Zelte hier hingeknallt. Jetzt läuft seit 8:30 Uhr hier diese geniale Mucke. Jetzt fragen wir mal Ron, was er davon hält. Wie gut ist Scooter um 8:30 Uhr? Piss dich. Marke Ron hat Zeug mit sehr viel Gewalt zusammengebaut. Funktioniert. Wir brauchen noch einen Pfannenwender und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber sollte laufen. Ja, während die anderen gerade einkaufen sind wir jetzt hier nochmal ein bisschen am Fein einstellen, Vergaser. Und die eine Zündkerze wird nochmal getauscht, weil die beiden sind schön rehbraun. Das ist jetzt schon die neue, die andere davon ist immer die ganze Zeit durchgehend nass, deswegen wird mal getauscht, geschaut, ob es an der Zündkerze liegt. Wir machen jetzt auf Feineinstellung Vergaser, weil ihr ein bisschen zu viel Sprit kriegt. Und dann ist das heutige Ziel vielleicht Bratislava. Ja, Vergaser ist wieder eingestellt. Jetzt schauen wir noch, weil der eine Zylinder läuft nicht mit, der vorderste. Müssen wir schauen, dass wir das wieder hinkriegen. Es könnte sein, dass es am Unterbrecher liegt. Keine Ahnung, das werden wir jetzt rausfinden. Ja, hier sagen die eigentlich auch nur, so lol, du hast mit der Kamera geredet. Ja, cool. Wahrscheinlich rede ich mit dir. Cool. Das denkst du doch nicht ernsthaft. So, jetzt wird hier am Unterbrecher rumgepfuscht. Ich hatte das noch nie offen. Ich habe mir das nie angeguckt, weil ich nie die Zündung alle immer... Alter, da müsst ihr alle... Vergaser ist schlimm, Zündkerzen ist schlimm, Zündung müsst ihr nie anfassen. Jetzt müssen wir nur wissen, wer für welchen zuständig ist. Na, dann machst du die jetzt einfach immer Stück für Stück ab und wir gucken einfach an den Kerzen. Soll ich googeln? Ich habe einfach ein Buch dafür hier. Das Video aber mittendrin ist einfach nur mein Arsch. Oh Moment, ich wollte eigentlich was Vernünftiges erzählen. Ich so mal schon wieder. Wir haben jetzt einen neuen Unterbrecher reingemacht bei der Unterbrecherzündung. Der wird auch nicht mehr so oft unterbrochen. Jetzt wird Kühlwasser nochmal neu gemacht. Also nachdem wir die Unterbrecher den Unterbrecher neu gemacht haben, können wir jetzt auch entspannt endlich mal in der 4 fahren, untertourig. Und die Möhre läuft mal richtig. Das ist wirklich insane. Also, dass man mit 3 Zylinder besser fahren kann als mit 2, das war uns vorher nicht klar. Man lernt jeden Tag Neues. Wir sind jetzt, wie gesagt, schon auf dem Weg Richtung Bratislava. Knapp, was waren es, 400 Kilometer? 420, genau. Ja, wir werden uns ab und zu noch mal an der Tanke sehen. Wird bis dahin mindestens vermutlich noch 2-mal passieren. Trotz neuem Unterbrecher kommt es immer wieder zu Leistungsverlusten. Diese sitzen wir aus, bis plötzlich gar nichts mehr geht. Naja, was soll's. Vermutlich hat die Zündung gerade komplett ausgesetzt. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, wo wir direkt in der Straße stehen. Weil der Motor gar nichts mehr macht, kommen wir halt auch nicht mehr bis zur nächsten Einfahrt, Ausfahrt, wie auch immer. Ja, gucken, dass wir das Problem jetzt hier beheben. Vermutlich läuft der Lüfter auch nicht richtig. Durch dieses Kackthermostat, das legen wir jetzt einfach drin auf den Knopf, damit das einfach funktioniert, damit wir das quasi dann einfach immer per Hand an- und ausschalten können.
Ja. Wir haben zwar noch nicht so richtig die Ahnung, was das Problem ist, aber ja, mal sehen, vielleicht läuft es dann. Ja, wir sind wieder mal an einem unserer Lieblingsorte, in der Tankstelle. Wir haben jetzt gerade getankt und eben das Lüfterrad vorne vom Kühler hatte einen Kabelbruch. Und der Sensor ist scheiße. Und zusätzlich, genau, haben wir jetzt den Sensor quasi noch hier draufgelegt auf das Kabel. Sollte man eigentlich hören. Genau. Geht der Lüfter dann einwandfrei an. Weil die Karre ist vermutlich vorhin zu heiß gelaufen. Deswegen ist sie dann einfach mittendrin ausgegangen, weil ja, wenn die zu warm wären, die Zündkerzen, kann sein, dass die ja nicht mehr richtig zünden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es nicht mehr funktioniert. Und wir hoffen mal, dass damit jetzt das Problem behoben ist. Wir fahren jetzt auch die ganze Zeit mit Heizung an. Ja, genau, mit Heizung. Ja. Auch ein nettes Feature ist, wenn LKWs mit 90 einem entgegenkommen und man selber 90 fährt, dann drückt der Windstoß den Spiegel immer so ran, dass ich nichts mehr sehe. Und ich muss jedes Mal nach dem LKW vorbeigefahren ist, wieder den Spiegel einstellen. Gut, dann machen wir uns mal wieder los auf die Street. Jetzt, wo der Motor läuft, riskieren wir beinahe Kilometer zu machen. Da dies aber unserem Credo widerspricht, verfransen wir uns erstmal in der Innenstadt von Prag, um so weiter unseren Schritt nach unten zu ziehen. Also wir sitzen gerade aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen in der Innenstadt von Prag fest. Wir haben die ganze Zeit die Heizung an, damit das Auto nicht überhitzt. Naja, beim Fahren ist das an sich kein Problem, aber wir fahren gerade nicht so wirklich. Ja, wie man sieht, immer noch Stau, so schnell wird sich das auch nicht mehr ändern. Naja. Wenigstens kein Stau. Es ist nicht mehr, wir stehen nicht mehr auf einem Fleck, richtig, wir rollen schon wieder. Das ist zwar nicht gut für die Tagesleistung, aber man kann so wenigstens ein bisschen, ja. Prag von unten angucken. Prag von unten angucken, genau, das wollte ich sagen. Ja, wie man sehen kann, sind wir jetzt größtenteils raus aus dem Stau. Ja, wir haben jetzt ziemlich viel Zeit verschwendet in Prag. Oh, ich weiß nicht was. Wie viele Stunden waren es jetzt genau? 2,5 Stunden haben wir da jetzt rumgestanden. Naja, solange es jetzt gut weiterläuft, ja, kriegt man das heute auch noch hin. So. Es hat jetzt einen Fahrerwechsel gegeben. Das erste Mal. Sag du noch was. Das ist der Kilometerstand, an dem wir sterben werden. Ja! Ja, wir sind wieder an der Tankstelle. Erstens müssen wir tanken und zweitens ist bei dem einen Zündkabel, zeige ich immer her. Was ist das für ein Zündkabel, Alter? Ist der Zündstecker irgendwie, oder aus der Zündspule, nee, ist das aus der Zündspule oder aus dem Zündstecker? Da wo der Stecker ist. Okay. Ja, ist irgendwie kacke gewesen. Und deswegen, ja, was für ein Fick ist das? Ist es natürlich nicht mehr ordentlich gefahren. Das machen wir jetzt wieder ordentlich. Reparieren das schön und dann tanken wir. Und dann gehen wir zurück auf die Straße. Ja. Da das Zündkabel an einer anderen Zündspule funktioniert, fällt diese Fehlerquelle weg. Um die Zündspule zu überprüfen, fehlt es uns jedoch an Equipment. Zum Glück hat ein deutscher Kfz-Mechatroniker interessiert bei uns angehalten und zufällig auch ein Messgerät dabei. Nachdem klar ist, dass auch alle Zündspulen einwandfrei funktionieren, machen wir uns daran, die Grundplatte mit den Unterbrechern freizulegen. Und siehe da, der mittlere Unterbrecher öffnet nicht mehr. Aber warum öffnet sich das nicht? So abgerannt sieht das gar nicht aus. Okay, ich korrigiere mich. Alter, da ist einfach die Hälfte rausgebrochen. Wie? Ah, die hängt da auch noch. Müssen wir wegmachen. Und der Unterbrecher, oder wie? Ja. Ja, deswegen ist es vielleicht. Auf den Stress müssen wir eigentlich gleich noch mal ein Bierchen trinken. Ja, apropos, kann mir mal mein Bierchen bitte reichen? Ja. Babe. Hast du drauf? Dankeschön. Alle müssen raus. Nein. Nur der mittlere. Also sonst zündet er die ganze Zeit schon. Nein, sonst kann ich das Scheißding nicht drehen, weil da sind zwar nur 6 Bar drauf, aber 6 Bar sind 6 Bar. Ja, streng dich ein bisschen an, Junge. Und wenn kannst du minimal zu. Boah, stellst du das ein? Unterbrecher. Ja, aber auf was? Auf 3,6 Auf 3,6.
kann man denn so viel Pech haben wie wir? Es ist wirklich unmöglich. Es sind 2 Unterbrecher kaputt gegangen. Alle immer so, na, die Zündung, da müsst ihr nichts machen. Ah, der Keilriemen ist immer locker wie Sau, egal. Machen wir morgen früh. Aber eine Unterbrecherzündung einzustellen, so, ist wirklich nicht geil. Ja, aber wir haben es jetzt zum zweiten Mal hinbekommen. Wir werden jetzt noch tanken und dann werden wir uns wieder auf die Straße machen. Es ist mittlerweile dunkel und letzter Fahrerwechsel für heute. Man sieht absolut nichts, wenn man rumfährt. Wir sind jetzt kurz vor der slowakischen Grenze und fahren jetzt nur noch Landstraßen, damit wir keine Maut zahlen müssen. Das sind bei 60 mittlerweile umschalten. Also man sieht nicht so viel, aber in einem Kilometer sollten wir die tschechisch-slowakische Grenze erreichen. Gegen 1 Uhr erreichen wir Bratislava und auch wenn es ein reparaturlastiger Tag war, haben wir 460 Kilometer geschafft. ja, hier haben wir gestern gepennt. Hier wird noch mal ein bisschen Strom aufgeladen. Das ist irgendein Parkplatz von so einem Campingplatz. Wir sind ja gestern ziemlich spät angekommen. Und ja, deshalb wollten wir uns irgendwie nicht mehr auf dem Campingplatz lassen. Wahrscheinlich nicht, dass wir da irgendwie zu laut sind, irgendwie Ruhe stören, keine Ahnung. Ja, war okay, außer dass es heute Morgen um 8 schon in dem Zelt so warm war, dass es wirklich nicht mehr erträglich war. Ja, wir packen jetzt zusammen und dann ist das heutige Ziel, bis zum Balaton zu fahren. Und da werden wir vielleicht erstmal 1-2 Tage bleiben. Mal sehen, wie es so läuft. Die Jungs beschweren sich die ganze Zeit, dass es 40 Grad im Schatten sind und jetzt haben die einen Basketballplatz in der Sonne gefunden und spielen verfickt nochmal Basketball in der Sonne. Habe ich verstanden, Roger, Roger. Verstanden, Roger, Roger. Beste Investition. Wir sind ja mit 2 Autos unterwegs, also mit dem Wartburg und noch mit dem anderen Auto. Und da wir nicht alle Auslandstarif haben, beziehungsweise teilweise auch nicht in der EU sind, haben wir uns jetzt im Baumarkt Walkie-Talkies geholt, damit wir uns halt auch die ganze Zeit unterhalten können und nicht die ganze Zeit irgendwie mal richtig kacke irgendwie kommunizieren müssen über die Handys und manchmal funktioniert das ja auch nicht mit Empfang. Ja. Und jetzt geht's wieder los. Bratislava im Rücken passieren wir die ungarische Grenze und heute läuft es endlich mal. Wir fahren mit einem 110er Schnitt in Richtung Balaton. Ja, wir sehen uns wieder an der Tankstelle. Jetzt kann sein, dass wir gar nicht, also was heißt nicht tanken müssen, aber dass wir jetzt gar nicht so viel verbraucht haben, weil der Verbrauch ist mittlerweile irgendwie halbiert worden teilweise. War es auf jeden Fall beim letzten Mal so. Ja, wir machen es jetzt, um zu checken, ob das wirklich so ist. Und wenn nicht, ganz chillig, dann ist auf jeden Fall weniger Sprit, der verbraucht wird. Ja. Ich wollte hier gerade ein kühles Bierchen aus dem Kühlschrank holen für unseren super Beifahrer und
dann ist mir das aus Versehen hier auf die Kante gekommen und jetzt tropft es einfach Bier. Es tropft einfach Bier von der Decke und mein ganzes Gesicht klebt. Geil. Komm, jetzt trink mal, Junge, zieh rein. Jawohl. Alter, diese Straßenqualität wirklich ist richtig bodenlos in Ungarn. Ich meine, man ist zwar Schlimmeres aus Eisenach gewohnt, aber das kommt schon sehr, sehr nah dran. Wirklich. Ich glaube, das ist noch harmlos. Ich glaube, Serbien... Kannst du mal richtig... Film mal vorne richtig auf die Straße. Gut. Ja, jetzt ist sie gut geworden. Ja, danke. Jetzt gerade ist die Straße schön geworden, aber das ist wirklich teilweise richtig bodenlose Straßenqualität hier. Wir hoffen mal, dass die Reifen da nicht so einen hohen Schaden vernehmen. Wir sind mittlerweile am Balaton angekommen, sind jetzt irgendwie noch, weiß ich, wie viel? 3 Kilometer bis zum Campingplatz. Wir sind heute ohne Pannen durchgekommen und freuen uns alle auf ein bisschen Erholung. Also wir haben jetzt hier einen Tag am Balaton Ferien gemacht. Da ist halt so das... Bevor es wieder Beschwerden gibt, dass man keine Gesichter sieht, sondern nur meine Füße. Ohne auf fucking Sachen anzugucken und sauf. Es lief gestern ja ohne Probleme. Wir haben gestern keine Probleme gehabt. Hier ist unser Camp. Bin schön am Chillen. Jetzt habe ich mal so Kühlwasserstand geguckt. Wenn der kalt ist, ist er gerade so bei minimal. Das heißt, wir füllen jetzt hier nochmal. Einfach zum Maximum auf. Nicht, dass das irgendwelche Probleme gibt. Dann haben wir überprüft, hier Bremsflüssigkeit ist auch noch da. Zylinderkopf läuft weiter aus. Ich baue jetzt nochmal die Kerzen aus und gucke, wie die aussehen. Die Sachen sind wieder gepackt, alles verstaut. Strom ist angeschlossen. Ja. Heute haben wir, glaube ich, auch knapp 320 oder so Kilometer, die wir schaffen wollen, bis nach Serbien rüber. Ja, wir hoffen mal, dass es so gut verläuft wie die letzten Tage, beziehungsweise wie den letzten. Ja, genau. Das ist ungefähr der Plan. Mal sehen, wie lange der Kahn durchhält. Wir hoffen mal bis eigentlich wieder nach Hause. Ja, also wir haben wieder Leistungsverluste. Also der Lüfter geht, an der Wärme soll es eigentlich nicht liegen. Auch wir standen halt zwar eben ein bisschen, aber ja, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ja, wir gucken jetzt nochmal durch, was ist, ob vielleicht der Vergaser wieder ein bisschen zu ist oder so. Ja, mal sehen, was wird. Natürlich war mal wieder Dreck im Nadelventil. Zum Glück ist Vergaserreinigen mittlerweile ein Routinevorgang. Also wir gehen jetzt nochmal hier unterwegs essen. So 10 Kilometer vor der serbischen Grenze. So. Ja, genau. Das heißt, wir werden uns dann wahrscheinlich nach dem Essen sehen, wenn wir über die Grenze fahren. Es gab Bedenken, dass die 3-Euro-Burger zu klein sind. Ich glaube nicht, dass die 3-Euro-Burger zu klein sind. Kurz vor der serbischen Grenze sorgt ein tiefes Schlagloch in einer Linkskurve dafür, dass die Lenkung schwammiger und schwergängiger wird. Ja, wir stehen jetzt einen Kilometer hinter der serbischen Grenze. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das richtig sieht, aber
die Lenkung hat sich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt beim Fahren und irgendwie sieht es auch aus, wenn von hier aus das rechte Rad ist quasi nicht ganz in der Spur. Ja, wir machen jetzt mal mit dem Wagenheber das Auto hoch auf der Seite und schauen mal, ja, ob man da irgendwas sieht. Vermutlich ist das Problem, dass die Lenkscheibe hier ein bisschen angerissen ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier richtig sieht, aber hier und hier hat es so ein bisschen kleine Einrisse. Ja, wir müssen jetzt mal schauen, was wir machen, was wir uns da überlegen. Ja. Also wir gucken jetzt erstmal, wie sich das verhält. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Ja, wir sind nicht ganz einig, ob es jetzt diese Lenkscheibe ist oder nicht. Oder ob's, also es sah nicht so aus, als wären die Gelenke ausgeschlagen oder sowas. Kugelgelenke bei der Lenkung da. Ja, wir fahren jetzt erstmal weiter und gucken, ob es arg schlimmer wird. Und dann müssen wir irgendwie schauen, ob wir dann irgendwie eine Lösung finden oder so, keine Ahnung. Ja. So, also da wird es jetzt belesen, wie man die Spur einstellt, weil ja, wir überlegen jetzt halt die ganze Zeit, was es sein könnte. Fahren natürlich jetzt dementsprechend langsamer und schauen, wie sich das Ganze verhält. Ja, mal sehen, wenn wir wenn wir wissen, wie man die Spur einstellt, gucken wir da nochmal, weil das eine Rad halt ein bisschen schräg steht, ob wir das halt ja, hinbekommen. Und ja, wenn nicht, hoffe ich jetzt erstmal, dass nichts weiter passiert, wenn nicht, ja, müssen wir dementsprechend agieren. Ja, wir sind jetzt hier in Novi Sad angekommen, über diese brachiale Straße. Ja, da steht irgendwie hier als Campingplatz drin, dass da irgendwie gratis wäre oder so, keine Ahnung. Ja, wir schauen uns jetzt mal um. Also das ist eigentlich irgendwie nur so ein Grundstück von irgendwelchen, die man halt, wo man irgendwie das gratis nutzen kann, keine Ahnung. Ja, und jetzt schauen wir uns mal um, ob wir halt, ja, einen Stellplatz finden oder irgendwas Vernünftiges. Dieser Wohnwagen steht absolut gut. Alter Latz. Yo. Knapp 350 Kilometer sind wir heute gefahren. Und auch wenn wir noch immer nicht wissen, was genau jetzt kaputt gegangen ist, so haben wir wenigstens einen coolen Platz zum Schlafen gefunden. Ja. Also das Problem, ja, wir haben immer noch nicht so richtig die Ahnung, wovon es liegt. Vielleicht, weiß nicht, sind auch nur die Stoßdämpfer im Arsch. Also ja, einer ist auf jeden Fall tiefer als der andere. Das sollte vermutlich nicht so sein. Ja, wir gucken jetzt hier mal rum, ob wir irgendwas finden. Beziehungsweise irgendjemand, der uns da, ja, zumindest erstmal versteht, damit wir ja, gucken können, ob wir da irgendwie Teile für finden oder sowas, die so halbwegs passen, damit wir die passend machen können. Ja, wie man da sehen kann, ist da eine Autowerkstatt. Wir waren eben schon mal bei einer, habe ich vergessen zu filmen, aber ja, die haben nichts zum Spur einstellen. Die haben halt mal nachgeschaut, haben es auch ein bisschen gefeiert, aber ja, die haben uns dann halt hierher verwiesen, weil die anscheinend was haben, womit man die Spur einstellen kann. Und jetzt ja, fragen die beiden mal nach, wie das ausschaut.
die sich mal anschauen können. Und dann schauen wir mal. Also das war ja ein bisschen, dass man, wenn man teilweise gelenkt hat, dass da ein bisschen Spiel war, bis das dann mehr oder weniger richtig gelenkt hat. Das ist wieder ein bisschen weggegangen. Also das heißt, es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber ja, das Rad steht halt noch ein bisschen nicht ganz gerade und deswegen schauen wir jetzt mal, ob die da uns irgendwie helfen können. Okay, ja, also die machen das, die Räder einstellen in der Werkstatt, halt nur nicht für Wartburgs. Deswegen haben wir jetzt uns kurzerhand dazu entschlossen, dass wir es einfach selber machen. Wir probieren ein wenig herum und nach ein paar Versuchen sieht die Radstellung schon besser aus. Geht, oder? Schon besser, finde ich. Die Radstellung sieht jetzt nicht nur besser aus, sondern sie fühlt sich auch besser an. Naja, so viel besser, wie sich eine Wartburg-Lenkung halt anfühlen kann. Nach so viel Reparaturen an der Lenkung fühlt sich der Vergaser benachteiligt und saugt Dreck an, um die fehlende Aufmerksamkeit zu erhalten. Ja, also wir hatten eben gerade ein paar Probleme mit dem Sprit. Hatten den Vergaser nochmal aufgemacht, hatten wir ja vorhin schon mal. Und dann haben wir den Vergaser aufgemacht, dann ging es erst wieder ein Weilchen. Haben wieder alles durchgeschaut. Hier war alles frei. Jetzt hat Noah mal den Spritfilter ausgebaut. Und siehe da. Ja gut. Also der hat ordentlich was angezogen. Also ich glaube, der hat seinen Dienst getan. Jetzt bauen wir hier einen neuen ein. Also wir haben noch, glaube ich, 1 oder 2 dabei und dann einen noch. 2 noch? Ja, dann würde ich sagen, wollen wir den aufheben und sauber machen? Das geht doch. Ja, stopp. Ja, stopp. Nein, auch nicht. Sieht besser aus. Heute sind wir knapp 425 Kilometer gefahren und so haben wir insgesamt fast 1800 Kilometer auf dem Buckel. Der kleine Campingplatz kurz vor der nordmazedonischen Grenze hat es uns angetan und so beschließen wir, hier einen Tag zu bleiben und die Zeit für Entspannung, kulinarische Highlights und Sightseeing zu nutzen. Fleisch. Du musst schon nach rechts. Gitarre, Digga. Heute geht es nach Nordmazedonien. Erstes Ziel ist der Matka Canyon. Die Autobahn um Skopje gleicht einer serbischen Landstraße. Die beeindruckende Landschaft macht das aber wieder wett.
wir setzen unsere Fahrt durch die malerische Berglandschaft in Richtung Ohridsee fort. Zumindest bis plötzlich sowohl die Ladekontrollleuchte als auch die rote Temperaturanzeige anspringt. Wunderschöner Ausblick. Außer im Motor, weil da hat es gerade den... What the fuck? What the fuck? Das Kühlwasser ist natürlich heiß geworden. Ja, wir haben ein bisschen Wasser noch dabei, alles gut. Digga, das sieht einfach aus wie so ekelhaft verlaufener Schokopudding, Alter, der so ein bisschen warm wird. Ja, warte, ich will den hier noch. Yeah, boy! Da hat's gekracht. Der Keilriemen ist schnell getauscht und mit frischem Wasser im Kühlsystem kann es weitergehen. Seit ca. einer Woche sind wir jetzt unterwegs und wir können uns nicht beklagen. Über 2000 Kilometer liegen hinter uns und im Vergleich zur letzten Tour sind die Ausfälle sehr dankbar. Dadurch haben wir dieses Jahr auch öfter die Möglichkeit, einen Tag an einem Ort zu verbringen und uns Sehenswürdigkeiten wie den Galicia Nationalpark anzusehen. Wir sind hier im Nationalpark irgendwas. Und wir gucken uns jetzt Kühe an. Hier sehen Sie Lauch in der freien Wildbahn. Das war's mit Teil 1 unserer Reise. Wenn es euch gefallen hat und ihr Teil 2 nicht verpassen wollt, dann könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Fortsetzung folgt. Wunderschöner Blick. Gibt es hier auf einen losen Stoßdämpfer. Ich hoffe, man sieht es irgendwie.